Die beste Strategie für Anfänger, die einen hohen Gewinn bringen und fast null Chance hat zu scheitern. Ich möchte Ihnen den Awesome Oszillator vorstellen. In diesem Video erkläre ich im Detail, wie diese Strategie funktioniert und zeige, wie viel Geld ich damit verdiene. Hallo zusammen, in diesem Video klären wir, wie man mit dem Awesome Oszillator Indikator Geld verdienen kann. Ich werde eine der besten Strategien zeigen, die auf diesem Indikator basieren. Glauben Sie mir, Sie werden von dieser Methode, der Verwendung des Indikators auf dem Markt, sehr überrascht sein. Aber bevor wir beginnen, möchte ich die Gewinne aus der letzten Handelssitzung, die auf meinem Telegram-Kanal übertragen wurde, zurückziehen. Wir haben mit $500 begonnen, also werde ich jetzt den gesamten Nettogewinn auf mein Konto überweisen. Ich gebe den Code ein und klicke auf Weiter. Übrigens, wenn Sie daran interessiert sind, mit mir zusammen zu handeln, finden Sie alle Links in der Beschreibung. Also kommen wir zum Indikator und er ist leicht hinzufügen. Im Indikator-Menü suchen wir nach Awesome Oszillator. Hier ist er, dritte Spalte, zweite Zeile. Wir klicken einmal an und stellen nichts weiter an. Wir verwenden ihn mit den Standardeinstellungen. Was müssen wir über diesen Indikator wissen? Da ist diese Nulllinie. Es gibt Stäbe über die Nulllinie und Stäbe darunter. Um ein Signal von diesem Indikator zu erhalten, achten wir auf zwei Scheitelpunkte. Hier ist ein Muster mit zwei Scheitelpunkten auf dem Indikator. Beide Scheitelpunkte müssen auf eine bestimmte Art und Weise erscheinen. Eine diagonale Linie, die durch die Scheitelpunkte getoggelt wird, muss gegen Null gehen. In einfachen Worten, der zweite Scheitelpunkt, der rechte, muss näher an Null liegen als der erste. Die gleiche Regel gilt für Situationen, in denen die Indikatorstäbchen unter Null liegen. Hier ist zum Beispiel ein Scheitelpunkt und hier ist der zweite, kleinere. Wir sind nicht an Situationen interessiert, die so aussehen. Heute werden wir nur mit solchen Mustern handeln. Was bedeutet das? Sobald wir sehen, dass sich der zweite Scheitelpunkt gebildet hat und er ist kleiner als der erste, ist das ein Signal für eine Senkung. Wenn zwei Scheitelpunkte an der Spitze erscheinen, ist das ein Signal für eine Senkung. Wenn sich zwei Scheitelpunkte unter befinden, ist das ein Signal für das Steigen oder umgekehrt. Machen wir uns an die Praxis. Ich bin sicher, dann wird alles klaren. Hier ist ein schöner Moment, ein schönes Beispiel für ein Signal zum Steigen. Wir ziehen eine Linie durch die beiden Scheitelpunkte und sehen, dass sie gegen Null gehen. Nach dem ersten grünen Strich, nachdem sich der zweite Scheitelpunkt gebildet hat, eröffnen wir ein Geschäft für einen Anstieg und sehen, dass der Markt erstaunlich gut funktioniert. Super! Also Leute, wir steigen wieder in den Markt ein. Der anfängliche Handelsbetrag wird $150 sein. Wir eröffnen einen Deal. Leider erscheinen Signale mit dem Indikator nicht sehr oft. Allerdings ist die Gewinnrate der Signale wirklich schön. Wenn Sie also diese Strategie mit Ihrem Risikomanagement anwenden, werden Sie Erfolg haben. Also was sehen wir hier? Der erste Boden ist da, der zweite bildet sich. Es ist offensichtlich, dass der zweite Boden näher an der Nulllinie liegt als der erste. Wenn wir eine einfache Linie zeichnen, können wir das noch deutlicher sehen. Es ist also ein Signal für einen Anstieg. Wir hatten bei dieser Kerze ein Geschäft abgeschlossen, aber der Markt ist nicht sehr stark gestiegen. Also eröffne ich ein Geschäft auf steigende Kurse bei der dritten grünen Kerze. Es schließt mit Gewinn. Und wir erhalten $138 Nettogewinn. Wir können den Betrag tatsächlich auf $200 erhöhen und nach dem nächsten ähnlichen Signal Ausschau halten. So Leute, wir kommen zum nächsten Deal. Dieser Markt ist ziemlich volatil, aber überschaubar. Die Situation sieht ziemlich unsicher aus, aber wir sehen den zweiten Scheitelpunkt gebildet. Und es ist niedriger als die vorherige. Ich warte also darauf, dass sich diese Kerze vollständig bildet und fixiere sie. Übrigens, so aktiviert man den Timer. Und in 5 Sekunden, wenn sich ein weiterer roter Stab bildet, öffnen wir ein Geschäft zur Senkung. Das war's.
Das Geschäft ist eröffnet. Ich erinnere Sie daran, dass wir heute mit einem einminütigen Zeitrahmen handeln. Um Ihre Gewinnrate zu erhöhen, empfehle ich Ihnen, mit einer längeren Ablaufzeit zu arbeiten. Ihre Verfallszeit muss mindestens 2 bis 3 Mal größer sein als der Zeitrahmen einer Kerze. Ich hoffe, das ist klar bis jetzt. Und dies eher mehr durch eine langfristige Handlung bewährt, die vor Situationen, in denen der Markt verschieden in der falschen Richtung geht. Das Geschäft wird also mit Gewinn abgeschlossen. Eine solche rote Kerze erschien nach dem Einstieg in das Geschäft nicht das sichere Signal, aber in Anbetracht der Volatilität der Marktbewegungen habe ich ohnehin kein sicheres Signal erwartet. Also, Freunde, dieses Mal eröffnen wir ein Geschäft für den Aufstieg. Ich denke, es ist die klassischste Situation. Wir sehen diese beiden Scheitelpunkte. Der zweite ist nicht so lang, aber immer noch ein Scheitelpunkt. Es gibt 2 rote Kerzen, gefolgt von einer grünen Kerze. Es entsteht also eine solche Ecke. Es gibt eine Tendenz zu einer Bewegung in Richtung Null. Die Sticks werden bald oberhalb der Nulllinie erscheinen. Das ist definitiv ein Signal für einen Anstieg. Wir steigen ein und sehen, dass der Markt gleich nach dem Signal zu steigen beginnt. Alles super, weiter geht's. Wir warten also darauf, dass sich der zweite Schaltpunkt bildet, sodass wir mit Sicherheit sagen können, dass die Tendenz des Oszillators nach unten geht. Und erst danach werden wir ein Ziel für den Lenken angeben. Alles ist wie immer, 1 Minute beobachten wir einfach das Ereignis. Also Leute, 8 Sekunden bis das Ereignis kennen, aber ich bin mir sicher, dass es ohne Zweifel im Gewinn enden wird. Heute haben wir rund $800 zu unserer anfänglichen Einlage hinzugefügt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, vor allem wenn man bedenkt, mit welchen Beträgen wir gehandelt haben. Wir sehen uns auf einer kostenlosen Handelssitzung in meinem Telegram-Kanal. Alle Links sind in der Beschreibung. Tschüssi!